Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei uns auf dem Böker YouTube-Kanal. Wie ihr sehen könnt, wir sind heute nicht drin, sondern ihr seid live dabei auf unserem Böker Sommerfest 2025. Hier gibt es neben unschlagbaren Angeboten, zweite Wahlware etc. auch jede Menge Aktionen für Messerfreunde zum Mitmachen. Hier gibt es Batonen, hier gibt es Feuermachen. Wir haben eine mobile Schmiede aufgebaut. Aber ihr kennt den obligatorischen Pocket-Check, den wir am Anfang unserer Videos in der Regel durchführen. Und wir haben uns heute mal die Frage gestellt, was habt ihr eigentlich dabei? Deswegen schauen wir mal, was habt ihr heute einstecken. So, unschwer zu erkennen, der erste Messerfreund, eindeutig zu erkennen am Messer-T-Shirt. Ja, stell dich vielleicht kurz vor, wer bist du, wo kommst du her? Ich bin Jan, ich komme aus Erkrath und ja, großartiger Tag hier bei euch heute. Ja, vielen Dank. Wir sind gespannt, was hast du heute dabei? Also wir zeigen ja oft, was wir in den Taschen haben, aber heute sind wir mal gespannt, was haben denn unsere Kunden und Besucher dabei? Ja, ich bin natürlich auch nicht mit leeren Taschen hier hingekommen. Als erstes habe ich dabei relativ neu Concept Modell 6 Titan und S90V, läuft ganz grandios. Sehr schön, also du hast nicht nur ein Messer dabei, sondern du bist ausgestattet, sehe ich. Natürlich nicht nur ein Messer da, genau. Dabei eine kleine Olight und ein kleiner Olight Pen. Dann standesgemäß natürlich heute bei euch das AK1 mit Carbon-Griffschalen und RWL 34. Grandioses Messer. Also, da sieht man, du bist bestens ausgestattet. Ich hoffe, du hast trotzdem in unserem reichhaltigen Angebot, bist du noch fündig geworden? Ja, selbstverständlich. Ich bin gerade beim MKM fündig geworden bei euch im Shop. Sowieso immer super Service und auch die Messerführung gerade war sehr spannend. Ach so, cool. Ja, Betriebsführung, ja. Sehr cool. Ja, dann vielen Dank für deinen Besuch. Viel Spaß noch hier am Gelände. Bis nächstes Jahr. So, hier sehen wir eine Station und zwar haben wir auch eine Zunderinnen-Challenge aufgebaut. Hier geht es darum, möglichst viel Zunder zu sammeln und so anzuordnen, dass es bei einmaligem Anzünden dann mit dem Feuerstarter möglichst weit abbrennt. Und wer das schafft, der entzündet hinten anschließend die Wunderkerze. Hier habe ich auch getroffen, den nächsten Messerfreund. Stell dich vielleicht auch kurz vor, mit Name, wo kommst du her? Ja, hi, ich bin Martin aus Essen. Bist du zum ersten Mal bei einem Böker Sommerfest dabei? Genau, ich wollte die normale Werksführung eigentlich buchen, letzten Monat schon. Und dann dachte ich, ja, das Sommerfest lohnt noch mehr die Anfahrt. Sehr cool. So wie du aussiehst, gehe ich davon aus, auch du bist im Besitz von Messern, die du dabei hast. Was hast du heute dabei? Ein Schweizer Taschenmesser, ein bisschen im mexikanischen Design. Wow, ja, die Schale sieht nicht so ganz original aus, oder? Nee, das ist vergoldetes Messing. Ja, sehr cool. Aber das ist jetzt nicht so das Gebrauchsstück. Dann eher das hier. Dann habe ich einen Kaiser Sheepdog. Auf jeden Fall schön, du stehst auf jeden Fall auch auf farbenfrohe Designs. Ja, so schwarz geht auch, aber sollte halt nicht zu taktisch sein. Lieber ein bisschen Farbe mit rein. Ja, Spyderco dabei. Und das Native 5. Jetzt gerade am Stand. Oha. Was ist das für ein Modell? Kannst du was dazu sagen? Das ist ein Midgards. Ja. In Kooperation mit Böker. Ich habe es mir jetzt ausgesucht, weil der Dualin Folder in Tanto war mein erstes Böker-Messer. Ah, und da schließt sich jetzt heute wieder der Kreis. Sehr cool. Ja, schön. Also da hast du ja echt einiges dabei. Viel Spaß mit deinen Messern und schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Wie eben schon angekündigt, haben wir auch eine mobile Schmiede aufgebaut und zwar durch Simon. Er ist unser Lagerleiter, unser Logistikleiter. Und wir schauen jetzt auch mal, er wird gerade unterstützt von Max. Was haben die beiden denn dabei? Die wissen noch nichts von ihrem Glück. Wir machen gerade ein Pocket-Check-Video und wir sind natürlich auch gespannt, was habt ihr denn dabei? B-Fold, Titan-Kugelschreiber und eine Nightcore EDC 31. Wunderbar, also sogar noch ein Prototyp dabei. Genau, das ist also das normale Besteck eines Schmiedemeisters, ist das richtig? Schmiedemeister nein, aber ja. Das ist, was ich hier so täglich mit mir rumtrage. Okay, Max kennt ihr ja auch schon aus den Videos. Sieht gerade zwar nicht so nach Arbeit aus, aber schauen wir mal, was hat er dabei? Ohne Dampf keine Leistung. Ich habe hier einen Boardman Knife Tool Sicker Clipper dabei. Dann noch ein Kihon B-Fold, bisschen verunstaltet. Wie immer das Aaron Bieber 302. Ich habe meine Hanko dabei und ein Taito Design Pen.
Okay, also ihr seht, das war jetzt ein spontaner Überfall. Den Max müssen wir nicht für Videos ausstatten, sondern auch wenn wir ihn zu irgendeiner Tages- und Nachtzeit antreffen, der ist auf jeden Fall ausreichend mit Messern bestückt. Da vorne kommen mir schon zwei alte Bekannte entgegen. Die kenne ich schon vom letzten Jahr vom Sommerfest. Euch kenne ich doch schon vom letzten Jahr. Wir haben uns doch schon das ein oder andere Mal hier getroffen. Genau. Na, auch die Mütze hat eine besondere Geschichte. Aber Die ist doch vom letzten Jahr hier, ne? Richtig, ja. Das ist, glaube ich, mein absoluter Liebling, die Mütze. Und leider gibt es ja bei euch nicht mehr als Merchandise. Ja. Aber wir haben besonders Glück gehabt, wir haben heute das passende Oh ja, richtig. Tuch dazu bekommen. Bei euren Losen konnte man Oh. wunderschöne Hanks gewinnen. Also wenn das kein absoluter Treffer ist, ne? Sehr schön. Ja, da sind wir eigentlich schon beim Thema. Wir wollen nicht heute mal schauen, was haben denn unsere Besucher heute dabei? Vielleicht vorab, wo kommt ihr her? Könnt ihr vielleicht noch mal eben Namen und wo kommt ihr her? Aus Aachen. Marc heißt ich, hi. Ja. Ich bin der Papa von ihm, ich bin der Olaf. Ja, super. Und was habt ihr heute dabei? Ich habe immer dabei das Packlight, seitdem ich es habe. Skelettiert und wunderschön. Ja. Und heute dazu passend haben wir bei euch am Stand noch was gefunden. Ja, ich habe nämlich jetzt auch das Packlight Cool. und die besondere Damast-Version, die wirklich einzigartig ist, Ja. weil das nur eine Probeauflage mal war. Und da habe ich mich echt drüber gefreut. Absolut das zu richtig. bekommen. Also da bist du- Wunderschönes Messer in einer ganz seltenen Ausführung. Ja, da bist du richtig informiert und zwar befinden wir uns gerade im Produktentwicklungsprozess und möchten gerne vom BFR Packlight auch eine Damast-Variante auflegen, aber wir sind uns noch nicht ganz sicher, welchen Damast wählen wir, welches Damastmuster soll das Ganze haben und deshalb, das war ein erster Run. Ich glaube, der kam von Damasteel, aber wir wollen ihn so nicht in Serie bringen und deshalb bist du wirklich von so einem Testrun, ein paar Stück gibt es davon nur, in den Besitz gekommen. Ja, da bin ich echt glücklich drüber. Also, Sehr cool. Und zeig mal eben, du trägst das Packlight, du trägst es ja nicht als Neckknife. Wie hast du das? Ich habe es zwar auch schon als Neckknife umgehabt, aber ich habe das mit dem Drahtclip von Ulticlip ist das. Und da trage ich es einfach IWB in der Hose, relativ angenehm. Und wenn der sich hier so frei bewegen lässt, kann man sich auch ordentlich bewegen, ohne dass es in den Bauch geht. Sehr cool, ja. Also Heute Ersatz, ich habe mein Para 3 in der Lightweight-Version dabei. Habe aber heute schon einen guten Ersatz bei euch gefunden, das EDK. Das wird das jetzt wahrscheinlich ersetzen. Ähnliche Größe, besserer Stahl und das hat das dann ersetzt. ja, auch Ja. bessere Action. Muss man Ja. sagen. Genau, ja. sehr schön. Ja, auf jeden Fall cool, dass ihr wieder vorbeigeschaut habt. Heute ja gerne. wirklich bei Traumwetter. Ja, Genau. geniales Wetter. Richtig. Alles klar, viel Spaß euch noch, ne? Ja, danke sehr, gleichfalls. Hier sind wir bei uns im Messershop. Wie ihr sehen könnt, ist das Ganze hier sehr belebt. Zum Sommerfest natürlich wirklich sehr gut besucht. Und bin ich auf einen weiteren Messerfreund gestoßen. Du kamst gerade schon mit vollgepackten Händen mir entgegen. Das heißt, du hast hier ordentlich geshoppt. Ja, ich habe ein bisschen geshoppt und an der Losbude Glück gehabt, deswegen waren die Hände gerade ein bisschen voll. Wo kommst du her? Ich komme aus Menden, Sauerland. Okay, ja, also auch ein paar Meter auf dich genommen. Wunderbar. Was hast du sonst dabei heute? Ich habe heute dabei meinen Kihon, weil ich es halt gar nicht merke in der Tasche. Ja, wunderbar. Als Zweihand-Variante, also mit dem hohen Flachschliff, ja. Ich bin da auch sehr zufrieden mit. Sehr schön, ja. Cool. Haben wir heute schon ein paar Mal gesehen, also sowohl bei Böker-Mitarbeitern als auch bei Gästen. Also das Modell scheint wirklich gut anzukommen. So, bei uns im Messershop haben wir auch einen kleinen mobilen Laser stehen. Der wird betreut von unserem Auszubildenden Malte, auch großer Messerfan. Und der ist zwar gerade schwer beschäftigt, aber wir schauen mal, was er heute dabei hat. Malte ist ja als alter Messerfan, sind wir ganz interessiert. Was hat der Malte heute am Böker Sommerfest einstecken? Das ist ganz lustig, weil der Herr Polkowitz hat gerade mein Messer. Also Premiere. Ja, Malte ohne Messer habe ich noch nie gesehen. Ja, war auch nur temporär. Einmal ganz klassisches Packlight, aber in der Special Edition, die wir gemacht haben, mit der verlängerten Fehlschärfe und dem okay. Stonewash Finish. Ja, und mit Schalen in deiner Lieblingsfarbe sehe ich. Ja, genau. Nicht unbedingt Lieblingsfarbe, aber ich weiß auf jeden Fall, dass meine Freundin sich da direkt drauf stürzen wird. Ja. Aber es war mal so ein Testrun, um zu gucken, was wir da alles so an Möglichkeiten haben und was wir da noch ausschöpfen können. Sehr cool. Wie trägst du das Packlight? Ganz typisch, einfach in der Kydex-Scheide. Ja, mit einem Multiclip. Das ist immer ganz angenehm. Alles klar, danke dir. Gerne. Im Messershop haben wir auch einen alten Bekannten gesehen, und zwar den Lennart. Kennt ihr auch aus ein paar Videos. Und da bin ich ja gespannt, der Lennart jetzt mal gar nicht in Arbeitskluft, sondern hier quasi ganz privat. Was trägt Lennart denn privat auf dem Böker Sommerfest? Ich habe heute einen Turn dabei, das ist ein Lucas Burnley Design und die werden in den USA von TJ Schwartz gemacht. Auch wieder Magna Cut, schön mit der Burnley Rose und einer passenden Kydex mit Ulticlip dazu. Sehr cool, ja. Sehr schön. Also du bist auch, ich sag mal, recht minimalistisch unterwegs, wie ich normalerweise. Ja, viel Spaß noch. Danke.
So, auch hier ein weiterer Messerfan an meiner Seite. Wo kommst du her? Wie heißt du? Ich heiße Hans und komme aus Aalen-Westfalen und bin eigentlich jedes Jahr hier. Ja, sehr schön. Es ist für mich hier ein Familientreffen. Du hast als Messerfan sicherlich auch ein Messer heute dabei? Ja, aber sicher. Das Mercator zurückgeholt ins 21. Jahrhundert. Mit einem vernünftigen Stahl, wovon ich sehr begeistert bin, gerade weil es auch linkshand zu gebrauchen ist. Genau, also für alle, die es vielleicht nicht gesehen haben, ist das Keyhorn Bifold in der Paragraph 42a konformen Variante mit Nagelhau. Ja. Genau, sehr schön, ja. Fand Du hast noch mehr dabei. Fand ich den Punch natürlich sehr gut. Ja, sehr cool. Die Knife Launch Böker Pouch oder Böker Knife Launch Pouch, ja. Und das kleine Fire End als kleines Gebrauchsmesser für jeden Tag Nahrung zubereiten. Ja, und auch hier wieder Paragraph 42a konform als Ganz Flipjoint. genau, ja. Ja. Also man kann auch 42a-konforme Messer herstellen und führen und die können trotzdem gut aussehen. Ja, denke ich auch. Also gefällt uns auch wirklich super gut. Deswegen schön, dass du das genauso siehst. Was hast du noch dabei? Das ist eine Mehrfachlampe von Rovivon. Ja, und vorne verschiedene Möglichkeiten über den Knopf in verschiedenen Stärken einzustellen. Sehr schön. Vielen Dank dir fürs Zeigen. Vielen Dank für deinen Besuch. Viel Spaß hier weiterhin. Danke. Draußen wird auch richtig stark gehämmert und gekloppt, und zwar beim Batonen. Und hier haben wir uns externe Unterstützung reingeholt, und zwar von unserem lieben Micky. Ja, moin. Ja, hi. Mal, was trägst du am Mann? Das ist das Bronco UG Tools. Genau, das Bronco Titan, genau, aus der Kollaboration mit den UG Tools. Mein Herzensmesser. Oha. Das Fox Uro. Das Gibt es ja auch bei euch. Genau, ist dann was für die etwas gröberen Arbeiten. Das ist für die gröberen Arbeiten. Ja. Genau. Was ist so deine Präferenz? Also was, wenn du rausgehst, hast du lieber ein kleines Messer dabei oder ein großes oder beides? So viel wie möglich. Okay. Ja. Also Lightweight ist nicht so dein Motto. Dann habe ich noch ein Flohmarktfund. Hier so ein klassisches. Ja. Okay. Ist das ein Slipjoint, ein Backlock? Ja. Okay, ein Zweihandmesser. Ja, eine Marke Case. Okay. XX. Ja, okay, ein altes Case. Ja. Von gehört. Normalerweise habe ich als Taschenmesser immer mein Bug 110 dabei. Ja. Habe ich aber nicht eingesteckt. Ja. Sag mal, für alle, die dich noch nicht kennen, wo sieht man dich sonst so? Instagram, YouTube und TikTok. Genau. Kanäle blenden wir einfach mal ein. Also schaut gerne mal vorbei für, ich würde sagen, in erster Linie Bushcraft-Content. Ja. Ihr werdet nicht enttäuscht. Alles klar. Vielen Dank fürs Mitmachen. Hier vorne haben wir auch noch eine Böker-Mitarbeiterin entdeckt, und zwar Jolin. Jolin macht eine Ausbildung als? Marketingkauffrau. Und in welchem Lehrjahr bist du? Immer noch im ersten. Immer noch im ersten Lehrjahr, genau. Jolin hat uns auch letztes Jahr hier schon tatkräftig unterstützt, und zwar bietest du hier Kinderschminken an. Ne? Wir machen heute ein kleines Pocket-Check-Video, deswegen sind wir natürlich interessiert, welches Messer hast du dir denn heute eingesteckt? Ich habe heute das Atlas dabei mit goldenen Akzenten. Ja, sehr cool. In der Zweihand-Variante. Genau. Sehr schön. Ja, genau. Ist ja gerade auch als Dame immer wichtig, dass das Messer nicht so groß aufbaut, ne? Dass es auch in den kleinen Taschen genau, zu bringen ist. Wenn man Taschen hat, dann passt das auf jeden Fall immer rein. Ja, dann vielen Dank. Stefan, du unterstützt uns wie schon im letzten Jahr mit der Aktion Bogenschießen, korrekt? Korrekt. So, und du bist in einem Verein? Ne? Genau, ich bin mit Tajo zusammen im Verein. Wir schießen da gemeinsam Bogen. Ja. Und wir wollen das so ein bisschen vorstellen, um auch der Öffentlichkeit mal zu zeigen, was wir so machen. Ja, klasse. Ist ja, also kommt ja super an. War ja auch letztes Jahr schon Highlight, wirklich sehr stark besucht. Deswegen vielen Dank da für deine Unterstützung. Sehr gerne. Auch bei dir interessiert uns natürlich, was hast du denn heute für ein Messer dabei? Ich habe meistens verschiedene Messer einstecken. Das ist einmal das Böker Haddock aus dem Adventskalender. Cool, ja. Selbst zusammengebaut. Sehr schön, ja. Und für welche Schale hast du dich da entschieden? Die ist theoretisch eine grau. G10? Ja. Die ist theoretisch grau, aber dadurch, dass ich das in der Jeans getragen habe, ja, die abgefärbt hat, ist so ein bisschen blau geworden. Ja. Ein sehr hübscher Effekt. Ja, aber muss man auch sagen, ich war überrascht. Und sieht cool aus. Ist sozusagen Custom. Custom, genau. Cool, ja. Das andere ist eins meiner Lieblingsmesser, was ich gerne in so einem kleinen Holster hier trage, was sehr praktisch ist. Ist halt dieses Modell von Böker. Sehr schön. Ein Böker Plus. Also ein Böker-Fan durch und durch. Schön direkt Genau. 2 Böker bei dir in der Tasche zu finden. Ja.
mit Korkenzieher, damit ich meiner Frau auch eine Weinflasche schön aufmachen kann. Ja. Das perfekte Universalmesser. Sehr schön, das sieht gut aus. Ja, also wie gesagt, vielen Dank. Jetzt mit einem jungen Messerfreund an meiner Seite. Wir haben ja schon uns eben kennengelernt. Sag nochmal, wie heißt du und wo kommst du her? Genau, ich bin der Leon Klucko. Ich komme aus Dierbach, das liegt in der Pfalz, in der schönen Südpfalz, genau Nähe von Bad Bergzabern und Kandel. Wie lange bist du hier hingefahren und bist du nur für das Event hier hingekommen? Ja, wir sind 3 Stunden hergefahren, genau, und auch nur für das Event heute, genau. Ja, Wahnsinn. Also ihr seht, da hat man keine Kosten und Mühen gescheut, um uns hier zu besuchen. Schön, dass du hier bist und zeig doch mal, was hast du heute dabei? Ja, ich habe heute das Böker Duo dabei. Genau, das habe ich auch mir direkt noch personalisieren lassen, damit ich ein Andenken habe. Ah, cool. Hat der Malte das für dich gelasert? Genau, ja. Ja, sehr cool. Ja. Genau. Was hast denn du heute dabei? Ja, ich habe natürlich auch was dabei. Lustig, dass du fragst, hat noch keiner gemacht. Ich habe ein Crichton Compact Flipper dabei. Das war eine Sonderversion mit grüner Kohlefaser. Mit Fettcarbon war das, glaube ich. Ist schon nicht mehr im Programm, ist ein Weilchen ausverkauft, ein Titan Framelock. Und ich habe unseren Böker Plus Bitpen dabei. Genau, also auch mich trifft man in der Regel ja nicht ohne Messer an. Was ist der Plan noch für heute? Hast du heute schon hier alles gemacht? Bogenschießen? Genau, die Werksführung war auch sehr interessant. Da habe ich nochmal richtig Einblicke bekommen, wie alles so hinter den Kulissen auch mal abläuft. Ja. Genau, jetzt auch noch was Kleines verzehrt. Ja. Ja, war ein sehr gelungener Tag, ja. Sehr schön. Ja, danke für das Feedback. Danke, dass du dabei warst. Und ja, dir noch ein paar schöne Stunden. Das war's auch schon mit unseren kurzen Impressionen vom Böker Sommerfest. Ich hoffe, es hat euch gefallen und da waren ein paar spannende Pocket-Checks für euch dabei. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da. Schreibt doch mal in die Kommentare, welches Messer hat euch am besten gefallen und wir würden uns freuen, wenn wir euch nächstes Jahr auch hier begrüßen dürfen. Also, bis nächste Woche. Ciao.